Hi. Hi. Nice to see you. Jetzt haben wir einen schönen, netten Gentleman im Sitzplatz, wo der Galerist war. Willkommen. Vielen Dank für diese ganz tolle live aufgezeichnete Auftritte. Super. That was Reflexion with the X. Reflexion. What does that mean? I mean, in English I have three different meanings to it, but what do you mean by that? Ich habe diesen Song damals mit der Intention geschrieben, mich selber besser kennenzulernen. Wenn man sich mit Hip-Hop intensiv auseinandersetzt, kommt man nicht daran vorbei, festzustellen, dass es sich dabei in erster Linie darum handelt, sich selber besser kennenzulernen. Und die Reflexion kann, wenn sie zum Beispiel mit K geschrieben wird, so gesehen werden, dass etwas abprallt und reflektiert wird, was ja etwas Abstoßendes an sich hat. Die Reflexion hingegen hat etwas Brechendes und Neuerschaffendes, so wie zum Beispiel, wenn Licht durch Wasser bricht oder allgemein in der Luft durch Feuchtigkeit Regenbogen entstehen. Ich habe das Ganze als Metapher gesehen und halt eher als eine selbstreflektierende Wirkung betrachtet, weil viele Menschen halt heutzutage häufig vergessen, auch mal nicht die Retrospektive, sondern in sich zu gehen und zu sehen, was ist es eigentlich, was ich gerade mache? Wo wollte ich eigentlich noch mal hin? Hat sich da irgendwas geändert in mir oder bin ich immer noch derselbe? Man muss sich diese Fragen nicht alle 2 Tage stellen oder so, das wäre übertrieben. Aber It's very refreshing for me to have an MC, a rapper, who actually reflects and looks inside of himself and tries to figure out who he is. And not only where he's going, where he is, where he came from. Just like you said, like a light goes through water, or how from the Dampf or something like that, that the different colors of a rainbow are seen. That you actually think about it, and you are an inspirational rapper, not just, look at me, I got all these ladies around me, and blah, blah, blah. And I thank you so much for being an inspirational artist, and I'm just honored and happy, and I'm sure a lot of people who are listening and watching today will be truly inspired. Thank you. Yes. How does that work for you as a rapper? Do you sit down and think about your text and, you know, write it, or does it just come and you wake up in the middle of the night? What's a typical way that you get a text? Es ist schwer zu sagen. In erster Linie ist es nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, so, jetzt schreibe ich einen Text. So funktioniert es zumindest bei mir nicht. Es ist mehr so, dass ich in den Tag hineinlebe und Ereignisse mitnehme, Dinge, die ich sehe, Dinge, die ich nicht verstehe oder Dinge, die mich beschäftigen, und diese halt in Texte kanalisiere. Und für mich ist es wirklich in erster Linie eine Selbsttherapie. Es ist komplett egoistisch gedacht. It seems like the first song that you just performed, Reflection, with the X, to check inside yourself, is basically your method, so to say, of writing about something. It's not that you sit down and, okay, now I'm going to write a song, but you maybe look back, reflect on your day, and then self-therapy to get it out, to express yourself through word. Is it therapy also in the writing, or is it first therapy in the performing of it? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Hey! Ja, ich sag's dir auf Deutsch, wenn es geht. Also Sure. ist es in der Therapie, kommt das erst, wenn du das schreibst, oder eher, wenn das äußerlich als Performance kommt? Dann in dem Moment ist es therapeutisch oder eher beim Schreiben? Ich glaube, es ist der komplette Vorgang. Vom sich darüber bewusst sein und darüber nachdenken hin dazu, es auszusprechen, weil erst da materialisiert es sich. Vorher hat man darüber nachgedacht und man hat es geschrieben und man hat die Idee, aber man hat es noch nicht gesagt. Manchmal hat es eine sehr verifizierende Wirkung, sobald man etwas einfach laut ausspricht. Der Song ist schon sehr, sehr alt. Ich habe den vor 6 Jahren geschrieben. Damals sehr, noch, sehr alt, 6 Jahre. Naja, ich meine, ich bin 24 Jahre alt. Young person would say. Aus meiner Perspektive ist das ein Viertel meines Lebens. Und für mich damals ein ganz anderer Lebensabschnitt ist. Inzwischen hat sich auch wieder sehr viel getan. Ist trotzdem immer noch einer der Songs, die witzigerweise am ehesten Anklang finden, weil Menschen halt die Möglichkeit haben, auch wenn sie überhaupt nicht in der Situation waren, in der ich war, trotzdem eine Relation dazu aufzubauen. Weil
sie betrifft halt jeden. There's a lot of people that can relate to your songs, of course, and your text inside. And I think if I understood you correctly, when you're writing the text, that's a part of it, but something may change when you actually perform it. There's a transformation from the writing of the text, and it kind of takes a life of its own when you start to perform it, even though you wrote that song 6 years ago, which is, what, a fourth of your life, or how much? Yes. A fourth of your life. As a young person, still I find, it was a big chunk of your life, and you're in another episode, another chapter of your life. But I think that must also feel good for you, that people can relate to what you're going through. You're like a channel through which your words can come, maybe to help someone else. Yes. Ich mache diese Erfahrung sehr häufig. Ich moderiere eine Jam-Session in der Schanze, die Session.one. Und dort habe ich diese Erfahrung sehr, sehr häufig. Ich bin in erster Linie ein Freestyle-MC, das heißt, ich improvisiere ausschließlich das gesamte Programm des Abends. Und da merkt man es sehr schnell, wenn man zum Beispiel Freestyle, also die Kunst der Improvisation, beherbergt halt dieses Überraschungsmoment. Man weiß selber nicht, was gleich kommt. Man muss einfach lernen, das Denken auszuschalten und wirklich den Moment mitzunehmen. Und wenn man sich diesem Moment hingibt auf der Bühne, dann sieht man, dass die Leute, die überhaupt nicht wissen, was gerade passiert, einige wissen nicht einmal, dass das gerade improvisiert ist, sich ebenfalls diesem Moment unbewusst hingeben und einfach mal ihr Leben, die Außenwelt komplett ausblenden. Und ab da merkt man, okay, jetzt ist eine Art Bindung, eine Connection entstanden, die in irgendeiner Form einen Einfluss auf die Person haben wird. Und sobald ich diesen Punkt erreicht habe, dann muss ich immer anfangen zu grinsen, weil ich merke einfach, okay, jetzt ist der Vibe gut. So, weißt, jetzt, Keep smiling, baby. I love your smile. So you've often moderated at Session.one in the city, and yeah, I think you also very much enjoy the connection that happens because you also freestyle a lot. And a lot of people don't know what's going to happen, but there's a kind of relationship and a connection that happens with the audience and you. I guess it takes a lot of trust to be in that moment and stop thinking so much and just allow your flow to flow. I've experienced you many a time, and like you said, sometimes people don't even realize you're freestyling because you're just so in the moment. Could you give me maybe a session lesson in freestyle? Right, maybe let's give you a lesson in verbal interaction. If you want to get taught, then right now there's a session of putting words together and finding the right motion. I know these words will maybe spread even from coast to coast and people will relate to, maybe even debate about the things that I'm saying, and maybe it will be too late, maybe in a century, maybe or tomorrow. But right now, as I'm sitting here, I got no sorrow for whatever's in my mind. I just keep on keeping it flowing like the liquid in the ocean, and after that I keep on showing the world that the music and the soul can be one. And whatever I will strive for is what I can become. Boy, right. And so what makes you, where was that moment? Do you remember it all, when the moment you realized, you know what? I have a natural talent to just let it flow. I couldn't recall anything I said right now. I should watch the tape afterwards to maybe check. That was the whole, I think, du hast gesagt, du hast es nicht erinnert, was du gerade gesagt hast. Und gerade das, glaube ich, ist in dem Moment sein. Nicht zurückblicken, nicht nach vorne blicken, einfach in diesem Moment zu sein und zu vertrauen, was passiert, egal was passiert. Let it come out and flow. Ist es eher dieses Vertrauen, das ist so unfassbar, Vertrauen. Na, Übung zu schreiben, das ist anfassbar. Übung, Presentation, Deutsch zu lernen oder Englisch zu lernen und schreiben, ein bisschen anfassbar. Kann man das lernen, sich zu vertrauen in deine Kunst? Auf jeden Fall. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir Freestyle um einiges leichter fällt, als einen Text zu schreiben. Denn ein Text ist etwas Statisches und man überlegt und man denkt viel nach. Und vor allen Dingen, wenn man das Ganze sinnig gestalten möchte und kräftige Bilder malen. Das ist wie mit einem Maler, der nimmt nicht blau und rot und macht violett. Wenn er einen Abendhimmel malt, dann malt er mit den verschiedensten Farben. Jeder Mensch, der sich wirklich mal intensiv einen Sonnenaufgang angesehen hat, wird sehen, dass es mehr als 100 Aspekte sind, aus denen dieser Sonnenaufgang besteht. Genauso sieht das oder steht es auch mit sprachlichen Bildern. Und daher fällt es mir viel schwerer, mich einfach dem Moment einfach
einen Text zusammenzubekommen, in dem ich halt diese Aussagekraft, die ich anstrebe, erreiche, anstatt in einem Freestyle, in dem einfach in einem kurzen, kleinen Moment ein so kräftiges Bild entsteht, dass ich mich am Ende frage, okay, ich hätte eigentlich 3 Tage darüber nachdenken müssen, bis ich das, was ich jetzt gerade in ein paar Sekunden zusammenbekommen habe, wieder rekonstruieren kann. So it's easier for you to freestyle because, of course, when you sit down, you have to think about it and write. You said it was more difficult to sit down and create a text, to write one. But does that make it any less enjoyable? Is it still enjoyable? Macht es dir noch Spaß? Es macht wesentlich mehr Spaß, sobald man die Texte performt. Das Schreiben an sich kann manchmal auch sehr frustrierend sein, wenn man nicht das Ergebnis erzählt, was man Aber nichts ist negativ an dem Prozess. Gar nicht, alles ist ein Teil akzeptiert und ja. Allgemein jeder Fehler, auch alte Texte von mir, wenn ich sie ansehe, wo ich heute den Kopf schütteln würde und vor Scham versinken, bin ich trotzdem froh, dass ich sie geschrieben habe, weil sie haben dazu geführt, dass ich heute die Texte schreibe, die ich schreibe. This is a very rare thing to hear from a young person that says, from every mistake that I made, I'm glad that I made this choice and I learned from it. I look back and go, God, what did I write? But you're glad about it. What did you learn about being glad to make mistakes? Ich hatte das Vergnügen oder das Leid, viele Fehler zu machen, auch große Fehler. Und eigentlich soll ich fragen, was heißt Fehler für dich? Naja, Fehler ist für mich in erster Linie kein negatives Wort. Ein Fehler ist eine Tat, die man im Nachhinein bereut, aus seiner Perspektive. Aus einer anderen Perspektive, in der man einen anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise Leid zugefügt hat. Körperliches Leid, seelisches Leid, psychisches Leid, egal in welcher Form. Solange man für sich selber aber erkennt, dass man einen Fehler gemacht hat, hat man so gesehen schon einen Schritt dagegen getan. So someone who, I mean, a so-called real mistake is someone who might have hurt someone physically or spiritually or whatever, especially on purpose. But as soon as a person sees the mistake that they made, that's a first step. Or certainly, it's more about acknowledging the mistake, yes, embracing the mistake and turning this negative emotion, this negative thought in something more positive. Thank you for translating that properly. So, thank you. Yeah. Ich könnte auch ein Beispiel geben. Zum Beispiel, ich habe vor 5 Jahren eine Albumproduktion begonnen. Und diese ist gescheitert, dank finanzieller Engpässe, was leider nicht in meiner Macht stand damals, weil ich nicht die Kontrolle über die Umstände hatte. Und leider hatte ich aber sehr, sehr viel Energie und Leidenschaft in das Projekt gelegt. Ich hatte währenddessen noch verschiedene andere Dinge, unter anderem meinen Schulabschluss und verschiedene andere Tätigkeiten, in denen ich stark involviert war. Und musste dann leider komplett diese Produktion kippen, nachdem ich sehr viel Energie reingegeben habe. Und ich hatte keine Lust mehr, Musik zu machen. Ich wollte keine Texte schreiben, ich wollte nicht performen. Es hat mir einfach die Lust an der Musik genommen. Und Jahre später hat es mir aber die Motivation gegeben, mich halt zu verselbstständigen, mich mit Audioproduktion zu beschäftigen und Musik nicht nur als ein Hobby zu sehen. Very good point. So, not too long ago, yeah, produced, put a lot of love, a lot of money, was very tight financially, put your CD together, and it just did not work out. Money ran out, the situation was just the worst that it could be. And you actually gave up on singing, didn't want to perform, but you took this experience, finished your schooling and went to SAE, right? Here in Hamburg, and graduated flying colors, and you produce and learned all the things that you had problems with. You learned how to do it together. And that's the thing, actually the mistake, the problem, the challenges later were your inspiration to continue and to do it again. Congratulations on graduating. My goodness, you studied, did you get your bachelor's? Are you finished? Or you're in the middle now? What? My goodness, yeah, anyway, you're natural, but you've worked very hard at being excellent English and German as a rapper that writes, produces. You also sing beautifully. I was amazed at your voice. But you're also a freestyle, German and English. SAE graduate, you're working on your bachelor in music production, and so on and so on. And if I remember, a little while ago I met you and I saw you and you were having more financial challenges with having to move and pay 2 rents. Yeah. How does a man
a young man like yourself in this day and age stay inspired with all of those challenges? Ich habe sehr, sehr viel von der egozentrischen Perspektive gesprochen, dass man reflektieren muss. Gleichzeitig muss man auch ein Auge nach außen kehren, weil egal wo ich hingucke, es gibt immer einen Menschen, der ein um einiges härteres Schicksal hat als ich. Leute heulen rum, weil sie einen Sprung in ihrem iPhone haben, andere Leute beschweren sich, weil es regnet draußen. Andere beschweren sich, weil sie kein Essen auf dem Tisch haben oder weil sie ihre Kinder nicht ernähren können, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. So that's really something for you. You looked and realized that there were other people that had it worse off than you. Not only people. Also es gibt Milliarden Szenarien, die um einiges schlimmer sind als die Existenz, die ich leben darf. Also Menschen vergessen immer die Relation. Yeah, okay. But some people look at other people who don't have and they go, well, that's their problem, you know, and then they still might get into depression or just go to their job with no real inspiration. How do you keep yours going? How do you keep dusting off and getting back up again? Das wäre für mich dann die Musik, weil ich genau solche Gedanken, die einen runterziehen, auf die man keine Antwort findet, in Texten verarbeite und durch den Text eine Antwort für mich formuliere. So zum Beispiel bin ich glaube, ich könnte nicht ferner entfernt sein von Goldketten und Bling-Bling und verschiedenen Images, die im Hip-Hop heutzutage verherrlicht werden. Das beste Beispiel aus Schau mich an, glücklich ist nicht immer der Geld hat. Yeah, let's talk about that song. Maybe you could break it down. I mean, I enjoyed the music, and we only got to hear this 3.5-minute fabulous song, Schau mich an, Look at Me. Break it down a little bit. Tell us a little bit about that. Nun, ich habe das große Glück, in einer Schule zu unterrichten, in dem ich häufiger auch mal mit den Jungs aneinander gerate, wenn sie jetzt zum Beispiel ein bisschen aufgeregt sind und aufgewühlt. Und, häufig habe ich dann aber danach die Situation, dass ich von ihnen hören möchte, warum sie sich so verhalten und sie mir zwar antworten, mir dabei aber nicht in die Augen blicken können. Wobei ich schon davon ausgehen kann, okay, du kannst mir nicht mal in die Augen sehen. Was sagt mir, dass du jetzt überhaupt die Wahrheit sagst? Und dasselbe hat man jeden Tag in der Bahn, auf der Straße. Leute halten Blickkontakt für einen kleinen Augenblick und plötzlich müssen sie direkt weggucken, als würde der andere ihm irgendwie verfluchen oder sonst etwas. But you were, if I may say, you were born in Berlin. Yes. You're basically German. Yeah. You have African heritage. So if my observation, a lot of Germans are like that. They're not really into looking at other people directly in the eye if they don't know you. What makes you different? You're German. You happen to be brown. You happen to be a rapper. What's the difference between you and most of the other people in Germany who do not offer this eye contact? Was ist der Unterschied zwischen du und anderen Leuten? Du bist in Berlin geboren, du bist durch und durch Deutsch sozusagen mit afrikanischer Herkunft. Und was ist der Unterschied zwischen du und die anderen? Der Unterschied ist die Wahrnehmung. Es ist wirklich reine Frage der Perspektive. Die Leute hier in Deutschland, wenn ich nach Benin gehe, wo mein Vater herkommt, aus Cotonou, dort sehen mich die Leute als Jovo, als einen Weißen, weil ich hellere Haut habe. Sobald ich hier nach Deutschland gehe, egal ob ich in einen Laden gehe oder auf der Straße oder in der Bahn, sehen mich die Leute als einen Ausländer. So in Benin, you're white. In Germany, you're black. So it's just a matter of the perspective. What's the difference? Because you've been able to see both sides, that you're not really seen, from one perspective you're seen one way, from another perspective you're seen another way. So I guess you had to find your own identity. Ich brauchte keine Identität finden. Ich habe einfach eine Denkweise abgelegt, die mir einiges erleichtert hat. Und zwar das Denken in Nationalitäten oder in Rassen oder in Klassen. Klar, wir leben in einer Gesellschaft und diese ist klassifiziert. Das heißt aber nicht, dass der Bürgermeister besser ist als ein Obdachloser. Oder dass ein Steuerzahler mehr Rechte hat als ein anderer Mensch. Ich spreche, wenn ich mit Leuten spreche, dann rede ich mit ihnen auf Augenhöhe. Und daher kommt dieses Schau mich an her. Ich möchte, wenn ich mit Menschen rede, nicht, dass Leute zu mir herabgucken. Ich schaue nicht zu Menschen herab. You call it the window to the soul. Okay, why do you think, I mean, how can we help the people who are watching now who will be inspired by your song to trust a little bit more in looking to each other's eyes? Why do you think people don't do that? And how can
what would you say to that? What is the history behind that, in your opinion? Ich glaube, es ist die eigene Unsicherheit, weil Menschen heutzutage sich nicht mehr direkt unterhalten. Die Kommunikation ist sehr indirekt geworden über Telefone, Smartphones. Stopp, genau das. Vielleicht so diese dritte Entity, so diese andere Entity. Also ich glaube, das Beste, was ein Mensch kann, ist einfach es mal riskieren, etwas länger hinzugucken. You know, both guests today, you and Agnes Dodorupia, you're basically saying the same thing, which that's why it's Kunst aller Art. You're more a verbal Kunst artist with music and rap and word, and she presents art, whether it's visual, and now I'm sure she's going to be calling you. Your motto is actually to open up. Don't think so much. Just open up and trust the love between two human beings to look in the eye of another person. How? Because I'm the same. I must admit, when I give people 2.5 chances, if they look at me, I say, Guten Tag. And of course, they're first shocked because it's not a typical thing in this culture. But then the second time, I say, Schönen Guten Tag. And 99% kriegt man eine Begrüßung zurück. Wie ist es mit dir, wenn du jemanden begrüßt in die Augen schaust? Wie viele Chancen gibst du? Wie ist es prozentual, also eine Prozentskala, dass du eine positive Reaktion bekommst? Inzwischen würde ich sagen 95%. Es ist sehr positiv, weil inzwischen ich wirklich einfach nur offen auf Menschen zugehen muss. Also es reicht einfach einmal zu lächeln und sagen, hi, ich bin der und der. Und man bekommt nicht zurück, hey, ich bin Bürgermeister von bla bla bla, ich bin Vorstandsvorsitzender von sonst was, sondern selbst diese Leute stellen sich mit Vornamen vor. Und ab da ist man auf einer menschlichen Ebene. Und yeah, so to be sure about yourself, to respect others on eye level, and then the world's a better place. Now, you know I want to hear something in German now, a little bit of freestyle. Thank you so much. You did Schau mich an and you did Reflexion. Really cool vibes and beats. Were you the producer? Did you do all this? All the music? All the music. On Reflexion, I worked with a good friend of mine, Sanja Remo. He produces beats with me sometimes, and we know each other way back, so we're pretty close. I've had the honor, die Ehre, dich im Studio zu beobachten. You're really good. Ich bin begeistert, deine Benehmen als Produzent da drin, wenn du damals noch bei SAE warst und ein bisschen mit den Tastaturen so. Hast auch selber ein Heimstudio, den du noch baust, ist es richtig? Wie ist diese Herausforderung, wie läuft das? Es kostet Geld. Geld, Ja, was man als okay, Student zum nicht machen Beispiel kann. diese Herausforderung. Du hast ein Ziel, ein Traum, du hast das Geld nicht dafür. Was ist dein Rezept, wieso du positiv bleiben kannst? Wie du positiv bleiben kannst? Wie gesagt, es gibt meiner Meinung nach schwerere Situationen. Okay, als alles in klar. Du hast es finanzieller eigentlich. Not zu sein. Nein. Was ich sagen möchte ist, Okay, Entschuldigung. Es wäre um einiges schwerer, wenn man nicht das Gefühl hätte, man könnte es schaffen. Aber ich habe sehr, sehr viel Bestätigung für die Kunst, die ich mache, bekommen über die Jahre. Und Leute sagen... Got a lot of positive feedback. I've enjoyed you very much. Thank you. We got about 30 seconds. You want to tell everybody goodbye with a little freestyle 15-second rap, how it was here on Africa Outlook? If I gave you a line, could you rap to it? Sure. English or German? All right. Whatever you like. Ladies and gentlemen, thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much for being here. Because right now, very sincere, we've been sitting here. I hope you have a beautiful night and everything is going to be all right. Love it. Thank you so much. Red Man, God bless you. Africa Outlook viewers, peace. Smile and look in somebody's eyes and say, I love you.